Ein Auftritt vor der Presse in Washington. Warum wirkt dieser Mann, Jerome Powell, Präsident der US-Notenbank, neben diesem Herrn aus dem Weißen Haus wie ein begossener Pudel? Welche Rolle spielt eine anonyme Stichwortgeberin aus dem Off? Was hat Bundeskanzler Merz mit diesem Thema zu tun und verwechselt Trump ihn wirklich mit Adolf Hitler? Bleiben Sie dran. 9 Minuten. Ich sag's Ihnen. Die beiden Figuren besuchen eine Baustelle. Der Chef dieser Baustelle ist, nein, nicht der Mann im Mittelpunkt, der hier rumstolziert, als ob ihm der Laden gehört. Es ist der verkniffene Typ rechts am Rand. Und der wird jetzt in die Mitte geholt, mit einer scheinbar gnädigen Geste, komm, du darfst auch dabei sein. Das ist jetzt eine Pressekonferenz. Und zwar eine Pressekonferenz auf der Baustelle der Fed. Und warum holt Trump ihn in die Mitte? Weil er ihn braucht für sein Spiel. Trump will den Chef der Fed nämlich vorführen. Ich will jetzt hier nicht auf die Details eingehen, die hinter dieser Aktion stecken. Aber dass ausgerechnet der Mann mit den goldenen Wasserhähnen, hier den Chef der Fed, die finanziell übrigens völlig unabhängig ist vom Staat, dass der ihm hier zu hohe Baukosten vorwirft, das alleine ist schon eine Komödie für sich. Aber das Tragische an dieser Komödie ist, aus meiner Sicht, das Verhalten Powells. Dieser erfahrene Chef von 21.000 Mitarbeitern weltweit schafft es nicht, einen zumindest gleichwertigen aktiven Hochstatus herzustellen. Jetzt könnte man sagen, das Sympathische daran ist, dass er auf Deutsch gesagt dieses Großmaul neben sich einfach nicht mag. Aber diese Art, sich mürrisch in sich zurückzuziehen, sich wegzuducken, wirkt nach außen eben alles andere als souverän. Er spielt deutlich, vielleicht ohne es zu wollen, den aktiven Tiefstatus und überlässt seinem Gegner die Bühne. Und das machen, soweit ich das beobachten kann, nahezu alle, die Trump begegnen. Und Trump hat in diesem Statusspiel einen Instinkt, eine Souveränität, die Maßstäbe setzt. Zum Beispiel, was gleich passiert. Trump hat eben wie ein Zauberclown einige Zahlen aus der Westentasche gezogen, die wenig bedeuten, in einem Fall, der ihn eigentlich nichts angeht. Und Powell hat ihm dann sogar einen aus Sicht der Fed falschen Rechenansatz nachgewiesen. Dafür ist er von wohlwollender Seite gleich gelobt worden. Und es war bestimmt ein inhaltlich korrekter Zug. Aber der Mann wirkt dabei wie ein kleinkarierter Buchhalter, anstatt wie einer, der souverän einen Punkt gemacht hat. So, und in dieser Situation haben erstmal vor dem eigenen Ego beide recht. Sie brummeln trotzig vor sich hin. Man könnte das jetzt im Detail klären. Aber wer will das schon auf so einer Bühne? Hier, vor der sogenannten öffentlichen Meinung, geht es nicht um Fakten und Inhalte. Hier geht es ausschließlich um Wirkung. Aber wir wissen, Fakten mag der Präsident nicht, wenn sie nicht von ihm selbst manipuliert worden sind. Wenn Inhalt oder Details ihn aus seinem Konzept bringen könnten oder ihn einfach langweilen, greift er zu einem anderen Mittel. Die unterhaltende Ablenkung. Dieser Comedian, den ja Präsident Biden mal den Clown im Weißen Haus genannt hat, schafft hier eine kleine Pointe, eine Wendung, die alles vergessen macht und in der er seinen aktiven Hochstatus souverän verteidigt. Trump nimmt den Helm ab und fordert alle Anwesenden auf, es ihm gleich zu tun. Das ist aus Sicht einer Auftrittsanalyse schlicht und ergreifend in dieser Situation genial. Ich möchte nochmal daran erinnern, er ist nicht Chef dieser Baustelle. Er nimmt sich einfach den Status und macht diesen Zug und zwingt alle, insbesondere seinen Gegner, ihm zu folgen. Paul hat gar keine Chance. Wenn er den Helm jetzt quasi als Trotzkopf aufbehalten hätte, hätte alles nur noch viel schlimmer ausgesehen. Aber er wirkt so wie ein folgsamer Schüler, dem der Lehrer gesagt hat, er darf sich setzen. Also Paul hat hier einfach keine gute Figur gemacht. Er hat aus welchen Gründen auch immer einen aktiven Tiefstatus übernommen und dem Souverän das Feld überlassen. Aber das Problem ist, ein aktiver Tiefstatus hinterlässt sehr selten einen angenehmen oder für die Person positiven Eindruck. Er hinterlässt Eindruck, wenn man eine Opferrolle spielen will oder muss. Oder wenn man zum Beispiel als echter Comedian diesen Status bewusst einnimmt, damit spielt und gleichsam durch die Hintertür unserer Lachmuskeln doch wieder die Souveränität erhält. Und ich möchte eines betonen. Der aktive Hochstatus, den Trump bis zur Karikatur übertreibt, ist kein Vorbild. Der Mann ist kein Idol, sondern ein Phänomen. Ein Phänomen, mit dem man sich aber auseinandersetzen muss, auch wenn es weh tut. In diesem Zusammenhang fand ich übrigens die Begegnung zwischen Bundeskanzler Merz und Trump im Juni diesen Jahres bemerkenswert. Ich gebe zu, Trump hat es ihm nicht schwer gemacht. Irgendwie hat er gewittert, dass eine Abkanzlung hier vielleicht nicht funktioniert. Als Versuchsanordnung hätte mich das sehr interessiert, wie Merz in einem solchen Fall reagiert hätte. Jedenfalls, bei seinem Besuch im Weißen Haus hat er einen souveränen, aktiven Hochstatus übernommen, der, wie ich finde, in keinem Augenblick überzogen war. Das ist ein sehr wichtiger Punkt in diesem Zusammenhang.
Der aktive Hochstatus hat ja eine riesige Bandbreite. Dieses aufgeplusterte Gehabe von Trump und Konsorten ist nur ein kleiner, unangenehmer Teil davon. Der aktive Hochstatus zum Beispiel von Merz bewegt sich auf einer vergleichsweise eleganten Ebene. Er betrachtet dieses Phänomen Trump aus einer gewissen suffisanten Distanz. Vielleicht ist das der angemessene Weg, mit einem Egomanen umzugehen, ohne selbst Schaden zu nehmen. Und aus dieser Überlegenheit der Beobachtung, also aktiver Hochstatus, gelang ihm sogar eine eigentlich bemerkenswerte Korrektur von Trumps Weltsicht. Und ich habe überhaupt nicht verstanden, warum die Presse das kaum erwähnt hat. Merz hat damals den aktuellen Jahrestag des D-Days angesprochen und dankte stellvertretend Trump für die Leistung der USA an diesem Tag 1944, an dem sie mit Bodentruppen unter hohen Verlusten in den Zweiten Weltkrieg eingegriffen haben. Trump hat dann gesagt, das war kein guter Tag für sie, nicht wahr? Wohlgemerkt, da saß Bundeskanzler Merz, nicht Reichskanzler Hitler. Und Merz hat ihn dann auch ganz ruhig darauf hingewiesen, dass die Befreiung vom Faschismus für Deutschland kein schlechter Tag war. In the long run, Mr. President, this was the liberation of my country from Nazi dictatorship. That's true. And we know what we owe you. In anderen Kategorien als offensichtlicher Sieg oder Niederlage kann Trump nicht denken. Es gibt übrigens unter anderem zu dieser Begegnung zwischen Merz und Trump demnächst eine eigene Auftrittsanalyse, in der es speziell um das Kopfnicken geht. Also darum, ob ich mit diesem Nicken Zustimmung signalisiere oder einfach nur, dass ich verstanden habe, was der andere meint, auch wenn ich nicht der gleichen Meinung bin. Jedenfalls hatte Merz hier einen guten Tag erwischt und den Hochstatus halten können. Bei unserem eigentlichen Thema, nämlich dem Besuch der FED-Baustelle durch Trump, waren die Voraussetzungen komplett andere. Hier ging es eindeutig um einen Auftritt im großen Szenario der Demontage von Jerome Powell. Ich weiß nicht, ob Powell das nicht gewusst hat oder einfach ignoriert. Jedenfalls war er nicht gut vorbereitet und nicht trainiert für diesen Auftritt neben Trump vor der Presse. Zum Beispiel hatte der ja noch eine Stichwortgeberin im Pressepulk, die diesen ehemaligen Baulöwen allen Ernstes gefragt hat, was er tun würde, wenn sein Bauleiter das Budget überzieht. Und Trump sagt natürlich ungerührt, ich würde ihn feuern. Das sagt wohlgemerkt der Mann, der beim Trump Tower die Planung um 100%, also um das Doppelte, und beim Trump Plaza sogar um 150% gerissen hatte. Aber das kennt man inzwischen doch. Die Inszenierungen dieses Menschen laufen immer nur auf die aus seiner Sicht bestmögliche Selbstdarstellung hinaus. Und das sehr gerne auf Kosten der anderen. Und das Erstaunliche ist, für mich als Beobachter, warum machen die das mit? Ich verstehe nicht, warum Paul diese Frage von Trumps Soufflöse nicht selbst auch beantwortet hat. Warum hat er das gegen ihn gerichtete Stichwort nicht für eine Klarstellung genutzt? Ich meine, er muss nicht auftrumpfen, er muss sich nicht aufplustern. Aber man kann doch versuchen, souverän und eventuell sogar mit Humor das Zepter in der Hand zu behalten. Muss man neben dieser Rampensau wirklich so dastehen? Schauen wir nochmal zurück. Da hinten versucht er noch das eine oder andere zu zeigen, aber da sieht er auch schon lustlos aus. Und diese Lustlosigkeit wirkt eben unsouverän. Das ist hier aktiver Tiefstatus. Und je näher die beiden an die Weltpresse rücken, desto mehr lässt er sich den letzten Schneid abkaufen und schließlich wird er sich verdrücken. Und das ist ein ganz entscheidender Punkt bei einem Auftritt. Auf einer solchen Bühne kann man sich nicht verstecken. Entweder meidet man sie ganz oder man spielt damit. Und das kann man trainieren. Dieses Video ist zuerst erschienen im Online-Magazin Der Auftritt. Kostenloses Abo unter derauftrittstrainer.de.